Im ersten Augenblick ist es vielleicht irritierend, das Mittelalter mit Nachhaltigkeit in Zusammenhang zu bringen. Das kommt daher, dass es den Begriff Nachhaltigkeit im Mittelalter nicht gab. Er wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erstmals verwendet und war bis in die Nachkriegszeit auf die Waldbewirtschaftung bezogen. Erst in den 60er und den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Nachhaltigkeit zum Handlungsprinzip für die Nutzung aller Ressourcen und global gesehen. Nachhaltigkeit, Sustainability, beschreibt das Bestreben, die für unser Leben erforderlichen Ressourcen so zu nützen, dass die natürliche Regenerationsfähigkeit aller Ökosysteme erhalten bleibt, um sie vor der irreversiblen Zerstörung zu bewahren und damit das Leben in der uns bekannten Form auf der Erde zu sichern. Hans Karl von Carlowitz war der Erste, der den Begriff der nachhaltenden Nutzung verwendete. Er machte sich 1713 in seinem Buch Silvicultura Economica, ökonomische Forstwirtschaft, Gedanken darüber, was man gegen das Abholzen der Wälder, vor allem im Zusammenhang mit dem Bergbau, tun könne. Wie eine sotane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltige Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Das war damals vor allem deshalb ein großes Problem, weil der Bedarf an Nutzholz fürs Bauen und an Brennholz fürs Heizen und für die Verhüttung des Erzes enorm war. Europa befand sich in der sogenannten kleinen Eiszeit und die Bevölkerung hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder stark zugenommen. Damit sind bereits wichtige Faktoren im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit genannt. Die Bevölkerungsentwicklung, vor allem die Zunahme, der Bedarf an einem Rohstoff und die klimatische Situation. Nachhaltiges Handeln im Umgang mit Holz war damals existenziell notwendig, um zu überleben, ganz direkt in der unmittelbaren Umwelt. Dieses Bild ist Teil eines Fresko-Ensembles aus einem Pfarrhof in der Obersteiermark und entstand etwa 1830. Es ist ein verklärender Blick auf die Holzbringung der Zeit und trotzdem sehr erschreckend. Bis auf wenige Bäume sind die Hänge komplett kahlgeschlagen. Hier unten sind die Brennholzstöße zu sehen. Und bei einem anderen Teil des Freskos sieht man das Fällen der Bäume mit der Axt oder der Säge und dann das Zersägen des Holzes, danach das Spalten. Das war keineswegs die Arbeitskleidung der Zeit, das ist ein schönendes Bild. Die Schlägerungsmethoden hatten sich jahrhundertelang kaum verändert. Das Fällen der Bäume wurde meist mit der Hacke vorgenommen, das Holz mit der Säge zerteilt. Das sieht man etwa hier bei den Miniaturen dieser Handschrift. Das ist Simon Bennings berühmter Münchner Kalender. Erst werden die Bäume mit der Axt gefällt, dann mit der Säge zerschnitten. Um sie als Brennholz zu verwenden, werden sie danach noch gespalten, wie man auf der Miniatur zum Jänner deutlich sieht. In Gegenden, in denen Bergbau betrieben wurde oder der Holzbedarf aus anderen Gründen, etwa für den Schiffbau, sehr groß war, wurden alle Waldbestände, die erreichbar waren, abgeholzt. Wald gab es in manchen Ländern mehr als genug, aber die Möglichkeiten, Holz über größere Strecken zu transportieren, waren eingeschränkt. Deshalb galt es schon früh, Sorge zu tragen, dass die Wälder in der unmittelbaren Umgebung von Ansiedlungen erhalten blieben.
Sie waren ja nicht nur Lieferanten für Holz, man sammelte in ihnen Beeren und Pilze sowie Honig, man ging zur Jagd, weidete Tiere, trieb die Schweine zur Eichelmast, gewann Pechöl, nutzte Kräuter und Früchte als Nahrungs- und Heilmittel und so weiter. Der Wald war näher Wald im wahrsten Sinne des Wortes. Hier eine Miniatur, die die Suche nach einem Wild für die herrschaftliche Jagd zeigt, am Grenzbereich zwischen Wald und bebautem Boden. Und dann das Ende der Jagd nach einem Wildschwein auf einer Lichtung im dichten Wald. Holz war im Mittelalter eine unentbehrliche Ressource. Die meisten Häuser waren aus Holz. Selbst bei gemauerten steinernen Gebäuden kam man nicht ohne Holz aus. Es war unverzichtbares Heizmaterial, so sehr, dass Marco Polo vermerkte, dass man in baumlosen Regionen Asiens getrockneten Dung verbrannte. Marco Polo war übrigens auch der Erste, der über einen eigenartig im völlig unbekannten Brennstoff in China berichtete, über Kohle. Holz war darüber hinaus in kaum einem Lebensbereich verzichtbar. Möbel wurden daraus gefertigt, Werkzeuge hatten Griffe und Schäfte aus Holz, auch Waffen. Schüsseln, Becher, Rechen, Fässer, Karren, Kräne, unzählige Gerätschaften des täglichen Bedarfs waren aus Holz. Wo es zur Verfügung stand, wurden auch Zäune daraus gefertigt und sogar Wege damit befestigt. Die wesentlichen Teile der Egge auf einer der Miniaturen hier waren aus Holz. Dasselbe beim Pflug, die Wägen, die Leiter, die Rechen, die Stiele der Sensen und Sicheln, der Kran, die Fässer. Auf den Miniaturen sieht man auch, das bebaute, bestellte Land verdrängt den Wald. Beschnittene Weiden säumen Felder, Wege und Bäche. In lichten Wäldern weiden Tiere, in Eichenwälder trieb man Schweine zur Mast. Auf allen Miniaturen wird kein unberührter Wald in seiner ursprünglichen Form gezeigt, immer nur als vom Menschen kultivierter und bearbeiteter Forstbestand. Unkultivierte Wälder waren Wildnis, waren bedrohlich, unheimlich. Wer sie durchquerte, begab sich in Gefahr. Selbst die Helden der Epen verirrten sich in ihnen und begegneten dort den seltsamsten Geschöpfen. Wie hier im Buch vom liebentbrannten Herzen beispielsweise einer hässlichen Zwergin bei einer Einsiedelei, die allerdings sehr stattlich ausgefallen ist. Im Wald lebten wilde, fremde Tiere. Hier geht es wahrscheinlich um einen Luchs, aber im Text ist davon die Rede, dass dieses Tier siedendes, giftiges Wasser speit, das jedes Lebewesen tötet. Erst im 16. Jahrhundert gab es ansatzweise naturalistische Darstellungen unberührter Wälder. Und diese Wälder wirken nicht mehr sonderlich bedrohlich, wie beispielsweise auf dieser Miniatur im rahmenden Bild. Der Wald, oder zumindest bestimmte Teile davon, waren in vielen Kulturen durch die Religion geschützt. Bäume wurden als beseelt verstanden, Rituale waren einzuhalten, bevor man Bäume fällte. Tabus stellten den Erhalt von Waldflächen sicher oder sorgten für die Möglichkeit des Nachwachsens. Diese religiösen Einschränkungen spielten im Mittelalter im christlich dominierten Europa keine Rolle mehr. An ihre Stelle traten Regeln, Weistümer, die die Nutzung der Wälder im Umkreis von Siedlungsgebieten regelten und den Menschen der verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten unterschiedliche Rechte einräumten. Von solchen Waldnutzungsordnungen haben wir bereits seit den Zeiten Karls des Großen Kenntnis. Aus späteren Jahrhunderten sind detailliertere Angaben auf uns gekommen. 1308 etwa schrieb die Dienstordnung für Dornbach im Wienerwald vor,
dass man für die Wiederbestockung nach Schlägerung eine bestimmte Anzahl von Samenbäumen stehen lassen müsse. Die Constitutiones der Benediktiner-Eremiten in Camaldoli von 1350 schrieben bereits vor, dass die Tannenwälder ohne Kahlschlag zu bewirtschaften seien, ausschließlich durch Einzelstammentnahme und Nachpflanzung. Das klingt bereits sehr modern. Nur wenn die Menschen einer Region in der Lage waren, mit der Ressource Holz so umzugehen, dass sie einen Interessensausgleich für die Nutzung des Waldes fanden, der den Baumbestand in der mit Hilfe der damaligen Transportmittel möglichen Reichweite langfristig sicherte, war auch das Fortbestehen der Besiedlung gesichert. Die starke Bevölkerungszunahme in Europa während der mittelalterlichen Warmzeit mit einem Höhepunkt zwischen etwa 950 und 1250 führte zu Rodungen und Siedlungsgründungen, denen viele der bis dahin wenig berührten Waldflächen in Teilen Europas zum Opfer fielen. Die in manchen Ländern scheinbar unerschöpfliche Ressource Holz war danach nicht mehr überall so einfach verfügbar. Man sieht auf dieser Miniatur, wie stark der Wald von den landwirtschaftlich genützten Flächen verdrängt ist. Das erzwang Schutzmaßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung. Das gilt global gesehen heute noch genauso.